aus dem idyllischen Andøya in Norwegen. Da will ESA Aerospace mit der Spektrum-Rakete den Orbit knacken. Wenn alle Systeme mitspielen, ist das unser ultimativer Befreiungsschlag im All? Heute klären wir auch, wieso Elon Musks neues Starship V3 die Konkurrenz technisch gerade in die Steinzeit schickt, warum die NASA plötzlich ihren gesamten Plan zur Mondlandung umgeworfen hat, obwohl die Hardware für Artemis 2 ja bereits auf dem Pad steht, und wie ein tonnenschwerer Brocken unsere gesamte Überwachung austricksen konnte. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. Bevor wir die News der Woche aufarbeiten, da müssen wir kurz innehalten und uns klar machen, was da in den kommenden Tagen und Wochen auf uns zurollt. Ich mache das hier seit Jahren und ich sage euch ganz offen, eine solche Dichte an historischen Starts und Erstflügen in so kurzer Zeit, das habe ich noch nie erlebt. Also schnallt euch an, wir gehen das jetzt chronologisch durch. Morgen also, am Montagabend, da geht's los. ESA Aerospace steht mit der Spektrum-Rakete auf dem Pad in Andøya. Sollte eigentlich diese Woche schon losgegangen sein, das Wetter hat nicht mitgespielt. Das Startfenster öffnet sich um 21 Uhr unserer Zeit. Das ist der zweite Testflug der Münchner und der erste mit dem Ziel, in den Orbit zu kommen. Beim ersten Start im März letzten Jahres, da hat die Spektrum zwar sauber abgehoben, aber nach nur 30 Sekunden Flugzeit spektakulär die Kontrolle verloren und ist ins Meer gestürzt. Die Ursache war ein Ventil, das eigentlich nur am Boden während der Betankung geöffnet sein sollte, aber in der Luft unerwartet aufging. Dieses Leck riss dann die Rakete beim Rollmanöver die Lagekontrolle weg. Seitdem haben die Ingenieure den Fehler behoben, das System neu qualifiziert und beide Stufen in Hotfires getestet. Die Spektrum-Rakete ist 28 Meter hoch, hat 10 Aquila-Triebwerke, die feuern im offenen Gasgeneratorzyklus und das verbrennt dann eine ungewöhnliche Mischung aus flüssigem Sauerstoff und Propan. Ein Treibstoff, der unter den Kohlenwasserstoffen die höchste dichte Impulskombination bietet. Warum das so ist, erklärt euch mein Technikvideo, das ist unter dem Video verlinkt. Diesmal fliegt die Rakete nicht leer, an Bord sind 5 CubeSats und ein Experiment, alles aus dem ESA Boost Programm. Cybisat von der TU Berlin, TreeSat S aus Slowenium, Platform 6 von EnduroSat, FrameSat 1 von der norwegischen TNU und Space Team Sat 1 von der TU Wien. Dazu kommt ein nicht abtrennbares Experiment namens Let It Go von D-Cubed. Das sind also alles europäische Nutzlasten von europäischen Universitäten und Startups auf einer europäischen Rakete, die von europäischem Boden startet. Wenn Spektrum morgen Abend den sonnensynchronen Orbit erreicht, dann wäre das nicht nur der erste erfolgreiche Orbitalraketenstart einer deutschen Rakete, es wäre auch ein entscheidender Meilenstein in der European Launcher Challenge der ESA, die von allen teilnehmenden Unternehmen einen erfolgreichen Orbitalstart bis spätestens 2027 verlangt. ESA Aerospace wäre damit 2 Jahre vor der Deadline am Ziel. Dann Artemis 2. Ich hatte euch in der letzten Folge durch die Mission geführt. Am vergangenen Mittwoch sind Kommandant Reed Wiseman, Pilot Victor Glover und die Missionsspezialisten Christina Koch und Jeremy Hansen in Houston in Quarantäne gegangen. Die 4, die werden eine Woche lang dort isoliert bleiben und dann etwa 5 Tage vor dem Start nach Florida fliegen. Die SLS-Rakete mit Startturm hat am Donnerstagabend den zweiten Rollout zum Pad 39B abgeschlossen. Die 6 Kilometer, die wurden bei gut 1,5 Stundenkilometer auf dem Raupentransporter zurückgelegt. Die Flight Readiness Review, die ist bestanden. Das Startfenster 1. April, Backup-Tage bis zum 6. April und nochmal am 30. April. Zum ersten Mal seit 54 Jahren fliegen Menschen Richtung Mond. Das wäre in gerade mal 11 Tagen. Wie ihr wisst, wird Artemis 3 jetzt nicht mehr die Mondlandung selbst sein, sondern Mitte 2027 als Testmission in den niedrigen Erdorbit durchgeführt. Dort soll das Orion-Raumschiff an einem oder sogar beiden kommerziellen Mondlandern andocken, also SpaceX Starship und Blue Origin Blue Moon, um dann Lebenshaltung, Kommunikation und die neuen Raumanzüge von Axiom Space unter realen Bedingungen zu testen. Die eigentliche Mondlandung mit Crew, die verschiebt sich dann auf Artemis 4 Anfang 2028. Ja, und Artemis 5 soll noch im selben Jahr folgen und dann mit dem Aufbau einer permanenten Mondbasis beginnen. Die NASA, die hat klar gemacht, das Ziel ist mindestens eine Mondlandung pro Jahr ab 2028. Das klingt ambitioniert, aber der neue Stufenplan, der ist ehrlich gesagt das Vernünftigste, was die NASA seit Jahren im Artemis-Programm vorgelegt hat. Ebenfalls im April peilt SpaceX den Erstflug von Starship V3 an. Flug 12, die erste Version der größten jemals gebauten Rakete, die tatsächlich dann für den Serienbetrieb konzipiert ist. Über 100 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit statt der bisherigen vermutlich 35 Tonnen bei V2, beziehungsweise ein echter Orbit wurde ja nie erreicht. Raptor 3 Triebwerke mit fast doppeltem Schub zum Bruchteil der bisherigen Kosten und deutlich weniger Gewicht, weil die gesamte externe Verrohrung wegfällt und auch der Hitzeschutz. Erst am vergangenen Montag hat Booster 19 auf dem brandneuen Pad 2 den ersten Static Fire absolviert. 10 Raptor 3 zündeten erfolgreich. Ein minimaler Druckabfall in einem Dämpfungssystem hat den sofortigen Abbruch ausgelöst. Das zeigt uns
Ja, die Triebwerke, die sind bereit, aber die Bodeninfrastruktur, die ist aktuell noch das Nadelöhr für diese superschwere Startkapazität. Am Mittwoch rollte der Booster dann zurück in die Mega B1, wo jetzt die restlichen 23 Triebwerke nachgerüstet werden. V3 ist die Variante, auf die nicht nur SpaceX, sondern auch die NASA für Artemis dringend wartet. Ohne erfolgreichen orbitalen Treibstofftransfer mit V3 keine Mondlandung mit Starship. Wenn SpaceX das im April tatsächlich fliegt, reden wir über eine Rakete, die mit 124,4 Metern Höhe alles in den Schatten stellt, was je geflogen ist. Mit über 5000 Tonnen Startgewicht wiegt die Starship Super Heavy Rakete dann so viel wie das SLS und ihr Startturm zusammen. Ja, und dann wäre da noch Indien. Die indische Raumfahrtagentur ISRO, die bereitet den Start von Gaganyaan G1 vor. Das ist der erste Orbitaltest der indischen Crewkapsel mit dem Roboter Vyomitra an Bord, der dann im Inneren Astronautenbedingungen simuliert. Über 8000 Bodentests sind abgeschlossen. Die Fallschirme wurden in Hochgeschwindigkeits-Raketenschlittentest bei über 600 km pro Stunde qualifiziert. Das Human-Rated LVM-3, das steht bereit. Der Start war ursprünglich für Ende März oder Anfang April angepeilt, auch wenn er sich jetzt durch die letzte Sicherheitscheck noch bis in den Sommer verschieben könnte. Ja, wenn das gelingt, dann wäre Indien auf dem direkten Weg, die vierte Nation mit einem eigenen Raumfahrzeug für Menschen zu werden. Nach Russland, den USA und China, aber noch vor Europa. Also nochmal zum Mitschreiben. Montagabend ESA Aerospace aus Deutschland. In 11 Tagen Artemis 2 zum Mond. Im April Starship V3 und im Sommer Indiens Gaganyaan-Raumschiff. 4 Missionen, 3 Kontinente und jede einzelne davon wäre schon ein Kandidat für das Raumfahrtereignis des Jahres. Ob tatsächlich alle in ihren Zeitfenstern abheben? Allein die Tatsache, dass wir jetzt an diesem Punkt stehen, zeigt ja, wir leben gerade in der aufregendsten Raumfahrtphase seit dem Apollo-Programm. Und ja, genau weil es gerade so eine spannende Zeit ist, werden wir auf Senkrechtstarter versuchen, so viele dieser Starts wie möglich live für euch zu übertragen. Wenn ihr also jemals mit dem Gedanken gespielt habt, eure Begeisterung für Raumfahrt auch aktiv zu unterstützen, ja, gerade jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um Schutzengel zu werden. Den Link dazu findet ihr unter dem Video in der Beschreibung und das gibt uns einfach die nötige Planungssicherheit, um hier weiter durchzuziehen. Danke. Während sich am Horizont die großen Missionen auftürmen, liefert SpaceX im Hintergrund einfach weiter ab. Am vergangenen Dienstag, da wurde die Marke von 10.000 aktiven Starlink-Satelliten geknackt. Den historischen Meilenstein brachte eine Falcon 9 von Vandenberg. Nur wenige Stunden später legte eine zweite Falcon 9 von Cape Canaveral nach. 54 neue Starlink-Einheiten an einem Tag, fast schon normal jetzt. Jetzt sind wir bei 10.049 aktiven Satelliten. Über 1.500 der insgesamt gestarteten Einheiten sind bereits beim Wiedereintritt planmäßig verglüht, um den Orbit sauber zu halten. Allein in diesem Jahr zählen wir bereits 34 Falcon 9 Starts. 10.000 Satelliten. Das ist die Art von Tempo, die ganze Industrien umkrempelt. Und wer glaubt, SpaceX würde jetzt langsamer werden? Allein diese Woche gingen über 100 neue Satelliten ans Netz. Das ist nicht das Finale, das ist Business as usual. Klar, moderne Satellitenkonstellationen, die bieten globale Abdeckung, Redundanz und Effizienzsteigerung. Sie ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Ausfälle und reduzieren Kosten durch wiederverwendbare Designs. Außerdem sind sie essentiell für Anwendungen wie GPS, Erdbeobachtung oder Kommunikation, wobei sie dann auch über verschiedene Orbits ja eingesetzt werden. Aber die Koordination von vielen Hunderten oder sogar Tausenden Satelliten, die erfordert natürlich eine extrem komplexe Planung, Kollisionserkennung und autonome Steuerung, um Sicherheit und Kontinuität dann im Orbit zu gewährleisten. Hast du dich mal gefragt, wie Hunderte oder gar Tausende Satelliten gleichzeitig die Erde umkreisen und das koordiniert, kollisionsfrei und in Echtzeit gesteuert? ANSYS, jetzt Teil von Synopsys, hat genau dazu ein kostenloses E-Book veröffentlicht, das ich euch hier ans Herz legen möchte. Neben den grundlegenden Funktionen und der Frage, was Satellitenkonstellationen eigentlich genau sind, erfahrt ihr hier auch, welche Rolle Technologie wie KI, Edge Processing und moderne Simulationssoftware dabei spielt. Ob Profi aus der Branche oder Tech-Enthusiast, das kostenlose E-Book, das gibt euch echte Einblicke in die Systeme, die unsere Zukunft antreiben. Findest du spannend? Den Link zum E-Book What are Satellite Constellations? Den findet ihr in der Videobeschreibung. Die Starts der vergangenen Woche. Wir schauen auf eine extrem produktive Woche im Orbit zurück. Den Anfang machte China am vergangenen Sonntag mit einer Langmarsch 6A und dem militärischen Aufklärungssatelliten Yaogan 50-2. Über den genauen Zweck schweigt Peking wie üblich. Wir gehen aber von hochauflösender Erdbeobachtung aus. Am Montag da setzte der kommerzielle Anbieter X-Space, Ähnlichkeiten zur vorhandenen US-amerikanischen großen Raumfahrtfirmen, rein zufällig. X-Space setzte mit einer Kuaizhou 11 bei einer Rideshare-Mission mit 8 Kleinsatelliten nach, ging in den sonnensynchronen Orbit. Das Original SpaceX spulte am Dienstag das Doppelpack mit 54 Starlink-Satelliten von beiden US-Küsten ab. Ein dritter Schwung folgte dann am Donnerstag von Cape Canaveral. Den Wochenabschluss machten am Freitag eine Elektron von Rocket Lab aus Neuseeland mit einem japanischen Strix-Radarsatelliten sowie der vierte Starlink-Start der Woche von Vandenberg aus.
Ein echter Hammer kam dann vergangenen Donnerstag aus Paris. ESA-Chef Josef Aschbacher hat offiziell gemacht, die ESA kauft sich ihre eigenen Tickets ins All. Europa chartert ein komplettes Crew-Deck-Raumschiff von SpaceX für eine rein astronautische Mission. Der Grund für diesen drastischen Schritt ist einfach, aber gnadenlose Mathematik. Die ESA hat 5 brandneue Astronauten im Kader, aber über das klassische Tauschabkommen mit der NASA sind nur 2 Langzeitflüge gesichert. Da die ISS 2030 in Rente geht, eventuell wird es noch einen Tick verlängert, rennt uns massiv die Zeit davon, um unsere europäischen Rookies jetzt noch vor Ende der Station in den Orbit zu bekommen. Europa nimmt jetzt also selbst Geld in die Hand, um Flugpraxis zu erzwingen. Das neue Programm, das nennt sich EPIC für ESA Provided Institutional Crew. Und wir reden hier nicht über eine 8 Tage Kurzreise, wie sonst so die kommerziellen Axiom-Missionen. Die ESA plant einen satten Monat im All. Die Crew wird dort oben dann auch nicht nur Fotos aus der Cupola schauen, sondern voll in den harten Stationsbetrieb integriert werden. Also Systemwartung, Reparaturen, Logistik. Und da die kommende Woche wahrscheinlich voll im Zeichen von ESA Aerospace steht, noch eine weitere Nachricht aus München. Am vergangenen Montag haben nämlich die Bayern einen Startvertrag mit der britischen Astroscale-Tochter an Land gezogen. Die Mission ELSA-M soll die erste kommerzielle Schrottabfuhr in der Erdumlaufbahn werden. Ein ausgedienter OneWeb-Satellit, der wird gezielt angesteuert, per Magnetkopplungssystem eingefangen und sicher aus dem Orbit entfernt. Der kosmische Müllwagen, der wiegt rund 520 Kilogramm. Der Start ist für 2028 angesetzt. Wieder mit der Spektrum von Andoya. Das Programm, das wird von der britischen Weltraumagentur und der ESA und dem Satellitenbetreiber Eutelsat gemeinsam getragen. Für die Münchner zeigt das, Kunden vertrauen bereits auf die Spektrum, bevor sie den Orbit überhaupt nachweislich erreicht hat. Gleichzeitig hat ESA Aerospace schon die Fahrzeuge 3 und 7 in der Produktion und eröffnet diesen Jahr ja auch eine neue Fabrik mit 40.000 Quadratmetern. Die wollen nicht einen Glückstreffer landen, die wollen eine europäische Startfabrik hochziehen. Aber natürlich steigt damit auch der Druck, morgen Abend abzuliefern. Wir drücken die Daumen. Amazon hatte eine offizielle Beschwerde bei der FCC eingereicht, um SpaceX bei einer neuen Megakonstellation zu blockieren. Der Plan von Elon Musk, 1 Million neuer Satelliten im Orbit, fliegende KI-Rechenzentren. Die FCC, die ließ Amazon jetzt eiskalt abblitzen. FCC-Chef Brandon Carr konterte öffentlich, Amazon solle sich lieber auf den Start der eigenen Satelliten konzentrieren, statt die Konkurrenz auszubremsen. Das bekannte Detail an diesem Machtkampf: Jeff Bezos plant im Hintergrund längst den ultimativen Gegenschlag und der besteht aus gleich 2 gekoppelter Megakonstellationen. Anfang des Jahres hat Blue Origin bereits TerraWave enthüllt. 5400 Satelliten im niedrigen und mittleren Erdorbit. Aber anders als Starlink zielt TerraWave nicht auf den Endverbraucher. Das ist eine reine B2B-Netzwerkkonstellation für Großunternehmen und das Militär. Aber das war offensichtlich nur der Auftakt. Am vergangenen Donnerstag hat Blue Origin das FCC-Filing für Project Sunrise nachgelegt. Bezos will zusätzlich bis zu 51.600 fliegende KI-Datenzentren in den Orbit hieven. Wir sehen hier im Prinzip gerade live, wie 3 Milliardärsfirmen mit völlig irren Megakonstellationen um Frequenzen, optische Links und die absolute Vorherrschaft im Orbit kämpfen. Ja, und die FCC, die sitzt als völlig überlasteter Schiedsrichter mittendrin. Dieser regulatorische Stellungskrieg, der wird die Raumfahrt der nächsten Dekade mitprägen. Ich befürchte leider, Europa wird nur vom Boden zuschauen. Vom Kampf der Milliardäre zum stillen Aufstieg einer Raumfahrtnation, die keinen Lärm braucht, um Fakten zu schaffen. China hat diese Woche auf 3 Feldern gleichzeitig Pflöcke eingeschlagen. Am vergangenen Montag beendeten die Taikonauten Zhanglu und Huafei einen 7-stündigen Außeneinsatz an der Tiangong-Station. Sie rüsteten die Außenhülle mit neuen Schutzschilden gegen Weltraummüll ab und für Zhanglu war es der 6. Ausflug ins Vakuum. Damit zieht er mit Rekordhalter Jingdong gleich. Niemand in China hat mehr Zeit freischwebend im All verbracht. 7 Stunden in klobigen Feitian-Raumanzügen, das ist vergleichbar mit einem stundenlangen Marathonlauf unter Wasser. Jeder Handgriff an der Außenhülle, der muss perfekt sitzen, denn die Station, die soll noch mindestens ein Jahrzehnt durchgehend mit Crew besetzt bleiben. Da muss die Panzerung stimmen. Anfang des Monats hat ein chinesisch-deutsches Forschungsteam 4 konkrete Landeplätze für Chinas erste Mondlandung mit Crew präsentiert. Favorit ist die Region Rimei-Bode. Das ist die erdzugewandte Seite, extrem flaches Gelände. Das minimiert das Risiko beim Aufsetzen der Landefähre Lanyu und gleichzeitig ist der Ort ein geologischer Jackpot. Die Crew, die soll uraltes Vulkangestein untersuchen. 3,7 Milliarden Jahre alt. Das sind Proben, die uns erzählen könnten, wie der Mond in seiner Jugend vulkanisch aktiv war. Die Schwerlastrakete Langer Marsch 10, die wuchtet dafür 26 Tonnen Richtung Mondorbit, das Gewicht von 2 vollbesetzten Reisebussen. Das Ziel bleibt vor 2030. Und als wäre das nicht genug, wurden vergangenen Mittwoch knallharte Details zur Chinas ersten planetare Verteidigungsmission enthüllt. Im Dezember 2027 schickt dann eine Langer Marsch 3B 2 Sonden zum erdnahen Asteroiden 2016 WP8.
Einer schlägt als kinetischer Impactor frontal ein, die zweite Sonde, die filmt den Crash und analysiert die Bahnänderungen in Echtzeit. Zuvor holt sich das Duo Schwung bei einem Venus-Vorbeiflug. Das eigentliche Ablenkungsmanöver, das findet dann 2029 statt. Die NASA, die hat das im Prinzip mit DART bereits 2022 erfolgreich demonstriert. China packt jetzt Einschlag und Beobachtung in eine einzige Mission. Extrem effizient. Raumstation, Mond, planetare Verteidigung auf 3 Fronten gleichzeitig und bisher eiskalt im Zeitplan. Während wir im Westen oft über Verzögerungen debattieren, baut Peking seine Fähigkeiten still und diszipliniert aus. Das sollte niemand unterschätzen. Von geplanten Einschlägen zu einem, der völlig unangekündigt kam. Am vergangenen Dienstag ist ein rund 2 Meter großer, 7 Tonnen schwerer Asteroid mit 72.000 Kilometern pro Stunde in die Erdatmosphäre gekracht. 20 Kilometer in einer Sekunde. Das Gewicht eines ausgewachsenen afrikanischen Elefanten und das unterwegs mit der 60-fachen Geschwindigkeit einer Gewehrkugel. Der Brocken, der raste über Ohio und zerlegte sich in knapp 50 Kilometern Höhe. Und zwar mit einem extremen Knall. Die freigesetzte Energie, die soll aus gut 250 Tonnen TNT bestanden haben. Der Überschallknall, der brachte Häuser im benachbarten Pennsylvania zum Wackeln. Tausende sahen am helllichten Tage einen gigantischen Feuerball am Himmel. Das Beunruhigende: Die NASA wurde komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Der Asteroid kam nämlich aus einem toten Winkel der Überwachungssysteme. Gerade haben wir über Chinas geplante Ablenkungsmission gesprochen. Hier sehen wir, warum solche Programme nicht nur akademische Übungen sind. Ja, jetzt durchkämmen Meteoritenjäger die Region um die Stadt Medina nach verkohlten Überresten. Ein solcher Fund wäre ein Jackpot für die Wissenschaft. Diese pechschwarzen Steine, die sind oft älter als unsere Erde selbst und erzählen Geschichte aus der Frühzeit des Sonnensystems. Passend dazu ein Update von der anderen Seite der Asteroidengleichung. Die ESA hat am vergangenen Dienstag neue Daten zur Hera-Mission veröffentlicht. Die Sonde ist auf dem Weg zum Doppelasteroiden Didymos, wo sie den Einschlagskrater der amerikanischen DART-Mission von 2022 untersuchen wird. Hera hat jetzt ihr zweites großes Deep Space-Manöver erfolgreich abgeschlossen. Die Triebwerke verbrannten exakt 123 Kilogramm Hydrazin. Und das änderte die Geschwindigkeit der Sonde um 367 Meter pro Sekunde. Es ist so, als würde man ein Auto aus dem Stillstand auf Überschallgeschwindigkeit katapultieren. Gleichzeitig funkten die Ingenieure Software-Updates zur Sonde, was wegen der extremen Entfernung satte 3 Stunden dauert. Bei lächerlichen 0,004% einer normalen Internetleistung. Jetzt im Oktober soll Hera ihr Ziel erreichen. Ja, zusammen mit der chinesischen Mission für 2027 entsteht hier gerade ein globales Netz aus Missionen, die uns erstmals eine echte Chance geben, gefährliche Asteroiden zu verstehen und abzulenken. Das ist keine Science-Fiction mehr, das ist jetzt planetare Verteidigung in Echtzeit. Und zum Abschluss noch ein wissenschaftlicher Hammer. Das James Webb Weltraumteleskop hat nämlich erstmals die obere Atmosphäre des Eisriesen Uranus in 3D kartiert. Das Infrarotauge von Webb zeigt uns die Ionosphäre in einer Detailtreue, die vorher undenkbar war. Diese elektrisch geladene Schicht, die reicht gigantische 5000 Kilometer über die Wolkendecke hinaus. Die Flugstrecke von Berlin nach Dubai im Prinzip, auch wenn ich euch den Flug gerade nicht empfehlen würde. Die höchste Teilchendichte, die liegt in etwa 1000 Kilometern Höhe. Die wärmste Zone seltsamerweise deutlich höher, zwischen 3000 und 4000 Kilometern. Die Durchschnittstemperatur der oberen Atmosphäre 426 Kelvin, also rund 150 Grad Celsius. Finde ich jetzt erstaunlich warm. Bisher tappten wir bei Uranus oft im Dunkeln. Seit der Voyager 2 Passage 1986 hatten wir nie wieder einen so detaillierten Blick auf diesen Planeten. Jetzt liefert Webb aus 2,9 Milliarden Kilometern Entfernung Daten, für die man früher eine eigene Raumsonde gebraucht hätte. Die Erkenntnisse über Uranus Polarlichter, das extrem schiefe Magnetfeld und die Dynamik seiner Atmosphäre, die helfen uns direkt bei der Jagd nach ähnlichen Exoplaneten tief im Universum. Manchmal muss man gar nicht so weit fliegen, um Antworten auf die größten Fragen zu finden. Und in eigener Sache. Vergangenen Dienstagabend, da haben wir uns per Videoschaltung zusammengesetzt und intensiv über die Ergebnisse der aktuellen Community-Befragung gesprochen. Ein riesen Dankeschön an jeden einzelnen von euch, der uns so aktiv dabei unterstützt, den deutschsprachigen Raum für Raumfahrt zu begeistern. Wir setzen euer Feedback direkt um. Als ersten Schritt erarbeiten wir jetzt gerade ein handfestes Konzept für neue tiefgehende Technik-Episoden. Da gehen wir richtig ans Eingemachte, also bleibt gespannt. Und für alle, die sich die Wartezeit bis zum nächsten Start vertreiben wollen, wir haben ein kleines Spiel für euch veröffentlicht. Eure Mission: helft mir, auf den Mond zu kommen. Das Ganze läuft direkt im Browser, egal ob am Laptop oder mobil, völlig ohne Anmeldung. Tretet an und battelt euch in der Community. Wir sehen uns dann in der besten Liste. Die besten von euch, die werde ich dann nächste Woche vorlesen. Link findet ihr hier. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Die hat's in sich. Los geht's, wie besprochen, morgen Abend, Montag, 21 Uhr unserer Zeit. ESA Aerospace startet die Spektrum-Rakete vom norwegischen Andøya. Zweiter Testflug und potenziell der erste erfolgreiche deutsche Orbitalstart.
Link zu meinem Livestream, den findet ihr unter dem Video. Das allein wäre schon die Nachricht der Woche. Am Dienstag folgt der Doppelschlag. Rocket Lab schickt eine Elektron von Neuseeland aus hoch. Die Mission Daughter of the Stars bringt 2 Pathfinder-Satelliten für die europäische LEO-PNT-Navigationskonstellation ins All. Ein Projekt von ESA und Thales Alenia Space. Noch am selben Tag hebt eine Falcon 9 vom Vandenberg aus mit Starlinks ab. Am Donnerstag legt SpaceX mit einer weiteren Starlink-Ladung von Cape Canaveral nach. Am Freitag, da wird's nochmal richtig spannend in Baikonur. Russland plant den Demonstrationsflug der brandneuen Soyuz 5 Rakete, den allerersten Start dieses neuen Trägers mit einem Massensimulator an Bord. Am Samstag folgt der nächste Starlink-Start von Vandenberg und den Wochenabschluss macht dann am kommenden Sonntag eine Atlas 5 und zwar in der Konfiguration 551. Die ist von der United Launch Alliance, geht von Cape Canaveral los, an Bord der nächste Schwung Amazon Leo-Satelliten. Die hießen ja früher mal Project Kuiper. Das ist bereits die 6. von 9 gebuchten Atlas 5 Missionen für Amazons Breitbandkonstellation und insgesamt dann 7 Starts in 7 Tagen auf 3 Kontinenten mit 2 Erstfliegen. Ja, wir versuchen so viele wie möglich für euch zu streamen. Hier nochmal die Erinnerung, das kostenlose Ansys E-Book What are Satellite Constellations, das findet ihr unter dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns im ESA Aerospace Livestream. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.